Hallo und willkommen zu Arcor Germany und zu der Jagd nach der Wahrheit im Glas. Leute, Klartext. Wenn ein Cognac-Haus wie die Familie Deluc ihre Türen zu ihrem Paradieskeller öffnet, dann wissen wir, es wird historisch. Was wir heute hier auf dem Tisch stehen haben, ist ein Destillat, welches in das Jahr 1970 zurückgeht. Über 50 Jahre in französischer Eiche gereift und dann exklusiv abgefüllt für den unabhängigen Abfüller Authentic Spirits als Einzelfassabfüllung. Das ist keine Flasche, die man einfach so mal aufmacht. Das ist flüssiges Kulturgut. Wahrheit im Glas-Modus an. Und hier noch ganz kurz der Hinweis, falls ihr mehr Informationen zu dem Cognac-Haus Deluc haben wollt. Ich blende euch hier oben den Link mal zu einem älteren Review ein. Dort erfahrt ihr mehr zu der Geschichte und was das Cognac-Haus Deluc so bietet. Also schaut dort gerne mal rein. Und wir werfen nun den ersten Blick mal ganz kurz auf die Abfüllung. Es ist das klassische Authentic Spirits Design, welches wir mittlerweile natürlich kennen, das etwas neuere Design. Und ja, natürlich wollen wir auch noch ganz kurz auf die Zahlen und Fakten von der Abfüllung schauen. Es ist der Cognac von Deluc, er wurde 1970 destilliert und 2026 abgefüllt. Aus dem Cru Grand Champagne, eine Abfüllung hier für Authentic Spirits. Es ist eine Einzelfassabfüllung. Wir haben hier ausschließlich die Traubensorte Uni Blanc. Es sind keinerlei Zusätze drin. Wir haben hier den Alkoholanteil mit 46,1%, das Ganze in Fassstärke abgefüllt. Flaschengröße sind 70 cl und preislich liegen wir bei 244 €. Ab ins Tasting. Ich bin jetzt mal unglaublich natürlich gespannt, wie er schmeckt. Ich habe so viel Gutes davon gehört und ihr habt ja dann auch entschieden, dass jetzt hier einer der ersten werden soll, welches ich vom Armagnac Festival mit habe als Sample und ihr dann hier gerne verkostet sehen wollt auf meinem Kanal. Und euer Wunsch ist mir Befehl natürlich, klar. Wir schauen mal ganz kurz auf die Farbe. Es ist schon ein richtig schöner dunkler Ton, also so was Richtung Mahagoni gehend. Toller Farbton, intensiv. Und dann schauen wir mal auf die ersten Aromen in der Nase. Wow. Also das erste Mal riechen jetzt hier ein Traum. Es ist ein Potpourri aus verschiedenen Fruchtaromen. Definitiv als erstes für mich präsent und es ist für mich auch der dominanteste Part in dieser Nase oder beim Cognac beim Riechen, ist eine wunderschöne Orangenmarmelade. Und dazu ja, gesellt sich so ein bisschen was wie so eine Pfirsich. Eine richtig süße, wunderschön gereifte Pfirsichnote. Toll. Ja, und unterschwellig kommt so ein bisschen was von dem Sandelholz dazu. Aber auch, ja, es ist so eine, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, so eine gewisse leichte weihnachtliche Note, sowas wie so eine Nelke. Also die Gewürznoten sind auf jeden Fall da vom Fass. Richtig schön, alles eingebunden. Toll. Also die Nase ist unendlich komplex und jetzt kommt noch so ein bisschen, so ja auch unterschwellig, irgendwie so eine leichte Kräuternote dazu. Mega. Also die Nase ist schon mal eine wirkliche Wucht. Und er hat für mich sogar ganz entfernt leichte Armagnac-Vibes. So ein bisschen eine Armagnac-Assoziation habe ich jetzt bei diesem Cognac tatsächlich. Aber die Nase ist einfach wunderschön. Also bei jedem Mal neu riechen, wieder andere Aromen oder nicht andere Aromen, aber einfach eine andere Zusammensetzung von der Intensität von den Aromen. Mal ist es mehr die Orangenmarmelade, die wirklich intensiv da ist. Dann sind es mal wieder so ein bisschen, es ist die Nelke, dann mal wieder was das von dem Sandelholz. Also traumhaft gemacht, wirklich wunderschön. Ja, bin mal gespannt. Wenn auf dem Niveau weitergeht, ist es ein Bomben-Cognac. Santé. Wow. Also auch im Geschmack wunderschön gemacht, richtig toll. Es wird intensiver im Geschmack, aber irgendwie ist es doch auf eine Art und Weise wirklich wunderschön angenehm, der Cognac. Richtig toll, hier auch die Fruchtigkeit da. Es ist für mich wieder was, so ein bisschen was wie eine Orangenmarmelade. Vielleicht so ein bisschen was von einem Mangosirup. Eine ganz leichte Minznote wäre noch für mich drin im Geschmack. Es gibt einfach dem Ganzen nochmal so einen leichten frische Kick. Unglaublich spannend, wunderschön. Er hat einfach ein wahnsinniges Volumen, auch im Geschmack dieser Cognac. Also wie schon in der Nase, dieses Volumen behält er beim Geschmack. Vielleicht sogar eine leichte Jasminnote, die noch dazu kommt. Und ja, vielleicht so unterschwellig auch hier so ein bisschen was von der Vanille noch. Richtig schön gemacht. Weiß nicht, wie man das hinbekommt, aber es ist wirklich ein Cognac mit einer wunderschönen Vielfalt an Fruchtaromen. Und dazu noch jetzt im Geschmack diese Intensität, die dazu kommt. Wirklich toll.
und Abgang ist sehr lang. Ein richtig schön langer Abgang. Hier wäre es für mich so ein bisschen was wie so eine leichte Holzpoliturnote. Dann habt ihr aber auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen leicht die würzigen Aromen da. Walnussmäßiges, getrocknete Feige. Auch sowas wie ein bisschen wie eine karamellisierte Zitrone hatte ich jetzt im Abgang. Und dann kommt noch vielleicht so ein bisschen was von Tabak dazu. Ein bisschen eine Süßholznote ist dabei. Wahnsinn. Und übrig bleibt ist so ein schönes Rancio, was noch da ist sogar. Also auch das hat da drin der Cognac. Vielleicht auch so ein bisschen was wie so eine Schwarzteenote, wo so ein bisschen im Backen hängen bleibt. Wahnsinn. Mega. Also der Cognac ist wirklich perfekt. Ja. Wir sind es nicht anders gewohnt von Aurélien. Es ist fast schon Standard, muss man wirklich sagen. Er hat einfach durchweg eine wahnsinnige Nase, einen wahnsinnigen Geschmack, der Aurélien. Zumindest mal trifft er meinen Geschmack durchweg. Es ist auch hier ein absoluter Wow-Cognac. Ich bin komplett beeindruckt. Er hat mich komplett umgehauen. Er hat alles drin, was ich mir von einem perfekt gereiften Grand Champagne Cognac wünsche. Er deckt wirklich alles ab. Ihr habt wirklich von der Fruchtigkeit, ihr habt ein bisschen die Floralität drin, ihr habt das Fass ist da, ein bisschen diese würzigen Fassaromen sind vorhanden. Und dann habt ihr auch sogar noch das Rancio hier dabei am Schluss. Ist jetzt in der Nase im Geschmack für mich gar nicht so intensiv da gewesen, das Rancio, aber im Abgang, da ist es nochmal richtig schön dazugekommen. Und es ist einfach ein Cognac, wo ein unglaubliches Volumen hat, eine unglaubliche Komplexität. Und deswegen reden wir von einem absolut perfekten Cognac. Wirklich, da ist nichts, wo ich sagen würde, da fehlt mir jetzt irgendwas oder da stört mich jetzt irgendwas drin. Nein, gar nichts. 0,0. Also wirklich der perfekte Grand Champagne Cognac mit allen Facetten. Natürlich wollen wir dann am Ende noch auf die Punkte schauen jetzt bei diesem Cognac. Klar, wie gesagt, es ist ein absolutes Highlight jetzt gewesen für mich, mal wieder seit langem einen solch perfekten Cognac hier auf dem Tisch stehen zu haben. Wir fangen an mit der Nase. 24 für die Nase. Ich gebe ihm auch 24 für den Geschmack. Im Abgang gebe ich ihm 23 Punkte. Auch ein sehr guter Abgang, keine Frage. Aber Abgang war jetzt nicht so für mich spannend oder interessant wie jetzt in der Nase oder im Geschmack. Obwohl der Abgang, wie gesagt, auch sehr, sehr gut war. Natürlich mit 23 Punkten dennoch. Und für den Gesamteindruck gebe ich ihm 24 Punkte, weil er einfach alles abdeckt. Ihr habt alles hier drin in diesem Grand Champagne Cognac, was man sich von einem tollen, altgereiften Grand Champagne Cognac wünscht. Und wir reden hier ja immer noch über ein Alter von über 55 Jahre oder um die 55 Jahre. Und dafür ist es einfach eine wunderschöne, harmonische Abfüllung. Wirklich perfekt ausbalanciert das Ganze auch. Und deswegen haben wir am Ende auch sensationelle 95 Punkte für diesen Cognac hier von Aurélien und von Duluc. Ja, also auch Duluc, so ein Cognac-Haus, wo ich sage, da gibt es einfach richtig viel, was mir gut gefällt, besonders gut gefällt. In dem Fall jetzt hier dieser Cognac heute. Und ja, also schaut da gerne mal nach bei Duluc. Da gibt es wirklich anscheinend wohl wirklich auch sehr viele tolle Abfüllungen. Und jetzt werden die belohnt, die bis ganz am Ende das Review anschauen. Denn ich habe jetzt das Review ein bisschen vorgezogen. Ich habe das Review gemacht und habe mal geschaut, okay, wo gibt es den überhaupt? Wo ist der verfügbar? Und zum Zeitpunkt, wo jetzt das Review hier rauskommt, ist er noch im Angebot bei cognacexpert.com und zwar für einen Preis von 170 €. Also 70 € günstiger jetzt nochmal wie der reguläre Verkaufspreis. Also wer jetzt hier das Review bis zum Ende geschaut hat, wird hier belohnt und kann bei Cognac Expert vorbeischauen. Es ist ein perfekter Cognac, finde ich. Das soll es soweit gewesen sein für heute. Ich hoffe sehr, es hat euch natürlich gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und natürlich dürft ihr auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren, nicht vergessen. Und ja, den werde ich auf jeden Fall noch genießen. Das ist wirklich ein absoluter Traum. Santé, cheers und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.